Hi zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Im Video heute zeige ich euch mein Weekly Januar Bullet Journal Setup. Wenn ihr mein Januar Bullet Journal Setup von letzter Woche gesehen habt, wisst ihr, dass ich mein Januar Bullet Journal Setup und jetzt auch mein Weekly Januar Bullet Journal Setup sehr einfach und minimalistisch gestaltet habe. Ich habe alle Linien in meinem Januar Bullet Journal Setup mit einem Lineal gezeichnet, was ich echt schon ewig nicht mehr gemacht habe. Normalerweise spielt aber meine Geduld leider gar nicht mit und ich ziehe alle meine Linien immer freihand, aber für das minimalistische Design fand ich jetzt mit Lineal eigentlich ganz passend. Wie ist das bei euch? Macht ihr eure Linien eher freihändig oder habt ihr genug Geduld, um ein Lineal zu benutzen? Ich habe die Layouts für mein Weekly Januar Bullet Journal Setup alle so angelegt, dass die Wochentage sehr deutlich zu sehen sind und sich dann von dem restlichen Platz auf der Seite gut abheben. Bei meinem letzten Weekly Setup für Dezember sind nämlich die Überschriften für die Wochentage irgendwie mit meinen To-Dos verschwommen, weil die Schrift und die Größe einfach zu ähnlich war und so hatte ich einfach überhaupt keinen Überblick mehr. Bei dem Layout von Woche 2 könnte wieder das gleiche Problem sein, aber ich denke, bei den restlichen Wochen hebt sich das alles gut genug voneinander ab. Ich habe versucht, so gut es ging, das Thema mit den Bergen für mein Weekly Januar Bullet Journal Setup durchzuziehen, auch wenn das eine Weile gedauert hat, die ganzen Punkte zu zeichnen. Habt ihr die Art zu schattieren schon mal benutzt? Wenn ja, wie kommt ihr damit zurecht? Beziehungsweise wie schattiert ihr am liebsten? Ich habe mich die Tage wieder ein bisschen an Porträtzeichnungen probiert und habe noch nicht die ideale Methode gefunden, um zu schattieren. Seid ihr beim Zeichnen eher Team traditionell mit Stift und Papier oder eher Team digital mit Tablet und Procreate oder Photoshop? Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, deswegen probiere ich mich momentan an beidem. Es hat auch beides irgendwie so seinen ganz eigenen Reiz, finde ich. Aber da rede ich vielleicht mal in einem Zeichenvideo drüber. Ich habe ja mein Januar Bullet Journal Setup letzte Woche das erste Mal am Sonntag hochgeladen, weil ich meinen Upload-Tag von Montag auf Sonntag verlegen wollte und YouTube hat mich dafür sofort bestraft. Das Video wurde kaum jemandem angezeigt, also habe ich anstatt wie bei meinem Dezember Bullet Journal Setup über 2000 Aufrufe nur knapp über 200 Aufrufe auf meinem Januar Bullet Journal Setup bekommen. Was ich super schade finde, weil ich mir echt Mühe gegeben habe und es natürlich auch echt lange gedauert hat, wie immer. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mein Januar Bullet Journal Setup von letzter Woche vielleicht mit ein paar Freunden teilen könntet. Damit würdet ihr mich sehr unterstützen und das würde mir wahnsinnig viel bedeuten.
Ich hoffe, euch hat mein Weekly Januar Bullet Journal Setup gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.